Während sich Rita gerade noch hübsch fürs Video macht, zeige ich euch währenddessen mal ein paar unserer wirklichen Klassiker. Space Shuttle hier am Start. Wir haben, gut, auch modernere Sets hier. Mickey Mouse, das hat Rita mal bekommen von mir. Wir haben aber auch noch ein Space Shuttle hier am Start. Genau dasselbe Set nochmal, aber es ist es wert, finde ich. Dann haben wir hier auch einen Müllwagen. Kaputter. Ja, also das ist noch nicht komplett, aber wird demnächst. Wir haben übrigens in letzter Zeit hier aus dieser Vitrine sehr viel ausgeräumt, weil viele Stadtsets oder viele Sets in die Stadt gekommen sind, sagen wir so. Christoph war eine Wühlmaus. Und das freut uns, denn die Sets, die hier stehen, sollen ja alle mal irgendwann in die Stadt kommen. Ich bin zwar schon gespannt, was wir mit denen hier machen. Und das war mal geplant für den Piratenpark, ist leider nie zustande gekommen, aber sei es drum. Der muss auch mal in die Stadt, so wie es aussieht. Ja. Du solltest auch mal in die Stadt. So. Was kannst du uns heute zeigen? Rita hat gesagt, dadurch, dass ich so viele Videos anfangen, aber egal, wir fangen jetzt hier an. Mit dem Berg verschwendet habe, darf sie jetzt mal ein Video machen. Und bitte schön, Rita, was haben Sie denn vorzuweisen? Haben Sie schon die neuen Ninjago Market Set? Nein, aber trotzdem eine Erweiterung. Schönes Set auf jeden Fall. Super. Nein, ich habe was Besseres oder vielleicht doch nicht besser, aber genauso gut. Erstens mal, wir haben jetzt einen Bahnhof, der auch zu unserem Ninjago Themenbereich besser passt, denn wir haben solche Lampions aufgehängt auf der Seite vom Bahnhof. Und ich bin gespannt, ob ihr herausfindet, warum wir das gemacht haben. Genau, wir haben auch ein paar von diesen Stehern jetzt hier aufgestellt. Woher kommen die bloß? Und auch eine Frage, ja, wer das beantworten kann, gewinnt ein Rendezvous mit Rita. Okay. Im Stars Restaurant im Legoland. Richtig. Frage ist nur, was mache ich in der Zeit? Ich gehe in die Fabrik. Oder du darfst im Schnäppchenzelt, dass die Teile raussortieren. Das dauert immer so lange. Naja, Foto-Op habe ich auch noch hier aufgestellt. Und ich finde, das ist wirklich, also ich finde es sehr gelungen. Da ist der Vater, der das so super fotografiert und der Junge, der drinnen steht und sich fotografieren lässt. Also das gefällt mir richtig, richtig gut. Es war gar nicht so einfach, den zu platzieren, dass er auch dann wirklich durch dieses Loch durchschaut und dass es auch mit den Fliesen passt und so. Da habe ich einiges wieder abreißen müssen. Aber ich finde jetzt, wo es steht, schaut es super aus. Genau. Sieht gut aus und stört eigentlich auch gar nicht, dass das so, rot ist, diese Fotowand, weil das passt irgendwie zu der Ninjago City hier generell ganz gut, finde ich. Hast du eigentlich ein Mikrofon oben? Ja. Hallo, könnt ihr mich hören? Okay. Das heißt, ich habe es nicht gesehen. Rita ist heute ein bisschen durcheinander, seht ihr hier. Ich spreche hier rein, ich hoffe, ihr könnt mich hören. Test 1, 2. Wenn nicht, dann ist es auch egal. Wahrscheinlich hast du es mir wieder ausgeschaltet. Das wird wahrscheinlich sein. Ja, weil ich eigentlich das Video alleine machen wollte. Aber das ist wieder was anderes. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir weiter nach hinten in den Bereich, wo wir uns diese Teile geschnappt haben. Falls ihr es noch nicht schon wisst. Das Set befindet sich da hinten. Rita hat mich als Kameramann engagiert und jetzt ist sie wieder unzufrieden mit mir. Schalt mal das Licht ein. Ich wollte hier weiterbauen, bin aber leider noch nicht dazu gekommen, weil ich momentan sehr akribisch dort hinten am Berg am Arbeiten bin. Da gibt es demnächst wieder was. Auch zur Eishockeyhalle, die ist natürlich noch nicht fertig. So, danke für eure Kommentare hier. Und ja, der Wohnbereich ist auch leider noch nicht weitergekommen, aber wir haben ja Zeit. Ich habe beim Harry Potter Bereich weitergebaut. Übrigens, von da haben wir die Teile nicht verloren. Das wollte ich euch jetzt nur am Weg noch zeigen. Ich habe hier etwas weiter gebaut, um das quasi alles ein bisschen zu verschönern, besser einzubauen. Der verbotene Wald, beziehungsweise eben auch diese Szene im Trimagischen Turnier, wo Harry auf Voldemort stößt und nein, das gehört so. Ah, das gehört so. Seit wann gehört umgekehrt? Das ist der Portschlüssel und sie dachten ja, dass das ein Pokal ist und dann haben sie den angegriffen und dann sind sie woanders hingebeamt worden und der liegt jetzt da, weil das so dramatisch war, dass sie da hingebeamt waren. Sorry, oh, das wusste ich nicht. Ich habe geglaubt, das ist umgefallen und wollte für unsere Zuschauer das Set hier perfekt machen. Ich schau mal, ob ich euch das einfangen kann.
so wie das hier aussieht. Sehr, sehr cool. Und mir gefällt das, dass jetzt auch immer mehr von diesen hässlichen lime-grünen Bodenplatten hier verschwindet. Sehr viel in Dark Tan, sehr viel in Grün. Das passt zu Harry Potter. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Es werden auch jede Menge neue Harry Potter-Sets in nächster Zeit in die Stadt einziehen, glaube ich. Und wenn das alles mal so aussieht wie hier, dann sehe ich grünes Licht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dann sehe ich grünes Licht. Übrigens eine kurze Anekdote zu dem, dass Christoph gerade den Pokal aufstellen wollte. Letztens war eine Freundin von Christophs Mom hier, die auch hier eine kleine Tour bekommen hat und sich alles angeschaut hat. Grüße gehen raus, sehr nette Dame. Und sie ist dann beim Meer vorbei und da gibt es ja den einen Surfer, der vom Brett gefallen ist, so drunter gefallen ist. Und sie geht vorbei und wirklich automatisch, ohne nachzudenken, glaube ich, hat sie den genommen und hat ihn wieder aufs Surfbrett draufgestellt, was ich super süß finde. Ja. Aber es war ja eigentlich gedacht, dass der runterfällt. Egal. Auf jeden Fall ist es so süß. Die diversen Kleinigkeiten. Wir haben unsere Lego-Stadt aus, keine Ahnung, mehr als 1 Million Teile gebaut und manchen Leuten fällt dann eben was auf, wo man gar nicht dran denkt und dass das vielleicht auch wie jetzt in dieser Situation Absicht war, dass dieser Pokal beziehungsweise der Surfer da liegt, dann da denkt man irgendwie gar nicht dran. Ich weiß gar nicht, Rita, hast du schon, die Burg haben wir schon mal gezeigt, oder? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich glaube noch nicht, es fehlen noch, dass es soweit ist. Aber, es fehlen noch ein Türmchen und 3 insgesamt dieser roten Spitzen, die habe ich irgendwie zum Bestellen vergessen, das war irgendwie nicht ideal, aber jetzt ist die Burg mal mehr oder weniger ein bisschen kompletter und sieht ganz nett aus von hier. So, jetzt gehen wir aber in den Bereich, wo ich diese Teile gestohlen habe. Hier habe ich die Teile gestohlen. Ja. Wir haben jetzt einfach uns gedacht, wir geben die Teile wie diese asiatischen Lampions und diese Steher eben, diese, was sind das, so Lampen oder Straßenschilder, die wir uns hier einfach nicht so gut hineingepasst haben, haben wir uns gedacht, direttissima in die Ninjago City und ich bin richtig zufrieden damit. Also mir gefällt das richtig, richtig gut. Ich bemerke gerade, dass das Schild da oben irgendwie schief ist. Moment mal. Das muss ich wahrscheinlich umgerissen haben, als wir damals beim Baumhaus was weitergemacht haben. Irgendwie ist es doch schief, oder? Ich weiß es jetzt gar nicht, aber könnte durchaus sein, dass das mal runtergefallen ist, weil man hier ja hinten bei dieser Quelle extrem schlecht dazugekommen ist. Und ich muss auch sagen, du hast mich zwar nicht nach meiner Meinung gefragt, aber ich sage trotzdem was. Das Winterdorf ist ja sehr belebt und sehr verspielt, auch hier mit den ganzen Girlanden und Flaggen und bunten Aufbauten und da hätte natürlich dieser Eislaufplatz ganz gut dazu gepasst, aber irgendwie hat das vom Bild her ein bisschen gestört, finde ich, oder sind das auch nur wir? Es hat jetzt nichts mit asiatischen Kulturen zu tun, ganz im Gegenteil, wir lieben die und sonst hätten wir ja keine Ninjago City, aber hier war das irgendwie ein bisschen zu viel und hat nicht so richtig reingepasst und jetzt, Rita hat das super verwendet, die Teile im Ninjago-Bereich, dort passen sie wirklich, wirklich gut hin und jetzt ist dieser Eislaufplatz einfach gibt ein runderes Bild ab. Ja, für uns gefällt mir wahnsinnig gut. Ja, hier ist der Platz noch ein bisschen leer, weil hier das Eishockeyfeld, wobei auf der anderen Seite, wir haben jetzt einen Eislaufplatz und dafür das Eishockeystadion oder Feld weggegeben. Aber wie gesagt, wir lassen uns hier ein bisschen Platz frei für zukünftige Wintersets. Ich glaube, Lego wird wieder mal mit einem davon um die Kurve kommen. Und da werden wir vielleicht auch wieder zuschlagen. Bist du wieder Brick-Clicker, der schon ein Preview hat, wovon wir alle nicht wissen? Leider nicht. Also so gut sind unsere Beziehungen zum Lego-Konzern auch wieder nicht. Aber ich versuche jeden Tag Werksspionage zu betreiben, aber sie haben uns noch nie einen Erfolg spüren lassen. No. Das ist auf jeden Fall auch sehr nett, dass du das hier gemacht hast. Und wir haben noch einen City-Adventkalender, einen aufgebauten, den meine Mutter aufgebaut hat letztes Jahr. Es ist zwar nicht Weihnachtszeit, deswegen bauen wir hier momentan nicht so viel herum, aber da waren so kleine Aufbauten dabei und die habe ich hier einfach noch bei Santa's Workshop und die anderen bei den anderen Sets hinzugegeben, dass das hier einfach noch ein bisschen netter aussieht, hier mit kleinem Weihnachtsbaum und diversen anderen Sachen. Ich glaube, hier werden wir allerdings erst wieder weiterbauen, wenn es kalt wird, auch wenn Rita heute wieder kalt ist und sie meine Jacke trägt. Keine Ahnung, mich strengt auch manchmal das Bauen so an und das Herumstehen und dann wird mir auf einmal irgendwie kalt. Es ist ja auch schon wieder nicht mehr ganz so früh, nicht wahr? Ja. Es ist gerade noch hell, aber es wird jetzt dann dunkel. Und was machst du heute noch, Rita? Wie spät das ist.
Ja, also bald Abendessen. Ich will ja nicht sagen. Also Abendessen werde ich noch. Was werde ich sonst noch machen? Ich habe keine Ahnung. Ich bin derzeit so auf dem Verschönerungstrip, muss ich sagen. Vielleicht gibt es noch eine Ecke, die ich verschönern möchte. Ich bin oft wirklich nur beim Vorbeigehen, dass ich mir dann auf einmal denke, das gefällt mir nicht, ich mache das jetzt neu und meistens eben mit den Blumenteilen und so weiter und so fort. Und das werden wir sehen, was da als nächstes dran kommt. Man kann es nie wissen. Genauso geht es mir auch. Egal, was ich mir vornehme, ich baue 5 Minuten später irgendwo anders, aber es ist unser Motto, wir bauen lieber dort und da, wo wir Spaß haben und was uns gefällt. Ja. Und man baut ja auch nicht immer das gleiche Lego-Set. Genau, anstatt irgendwie mit Gewalt was fertig zu bauen. Das soll jetzt keine Rechtfertigung sein, weil manche von euch vielleicht sagen, dass wir vielleicht mal eine Baustelle fertig machen könnten, bevor wir wieder 10 andere starten. Stimmt. Aber ich werde vielleicht noch beim Berg ein bisschen weiterbauen. Ihr seht hier vielleicht schon die Platten oben. Ich möchte mal was aufhängen wieder. Und Rita träumt von fliegenden Flugzeugen. Vielleicht wird es auch die demnächst mal hier in Wild City geben. Es gibt fliegende Flugzeuge. Aber nicht hier. Bei uns gibt es nur fliegenden Santa und ein fliegendes Harry Potter irgendwas und eine Kutsche. Ja. Okay, und fliegende Quidditch-Spieler. Genau. In dem Sinne macht es gut. Ich glaube, dass da ein kleines Spinnennetz hier sich verfangen hat. Naja gut, nicht, dass Santa noch herunterfliegt. Mann, 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 da war wohl eine Spinne unterwegs. In dem Sinne macht es gut. Lasst euch nicht von den Spinnennetzen einfangen. Das ist ja schon fast Halloween-mäßig. Ist Halloween noch so weit weg? Ja. 1, 2 Wochen noch. Dachte ich es mir doch. Und ja, baut auch ihr das, worauf ihr Lust habt und auch mit den Klemmbausteinen, auf die ihr Lust habt. Und dann sehen wir uns ja hoffentlich bald wieder beim neuen Update. Ich bin gespannt. Ich ebenso. Und wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Ja. Tschüss.